Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 27. Folge von Steelrising. Wir sind ja eigentlich kurz vor dem Finale. Ich möchte aber noch die Nebenquests, die ich offen habe, abschließen, so gut es geht. Und hier ist der erste Schritt für eine Nebenquest. Wir müssen mit dem Comte de Mirabeau reden. Have your efforts paid off? Der Brief. What does this letter mean? Who gave you the right to read my correspondence? I'm curious about how you got rid of it earlier. As if it burned your fingers. To tell you the truth, you're not entirely wrong. It is a missive sent by my father, the Marquis de Mirabeau, the scoundrel who shamelessly dares to call himself the friend of man. He writes to say that he is on the brink of death, in such a desperate state that he has received extreme unction. This reprobate used his final moments on this mortal plane to send me threats yet again. He swears that he will torment me from beyond the grave. How is that possible? To my knowledge, he has not yet deigned to shuffle off this mortal coil. In any case, the satisfaction of knowing he is dead would not assuage my concern. This man is more persistent than the plague. He's capable of anything. He has spent his entire life persecuting his family. And I believe he is ready to spend his eternal rest continuing to do the same. I need to know what he's planning. Where is he now? At his home in Argenteuil. Given the circumstances, going to ask him for an explanation is out of the question. But the man who heard his final confession is here. Monsieur de la Fare. Precisely. Only this confounded shaveling refuses to tell me a word of what the old dragon confided to him. He stubbornly insists on the secrecy of confession. Bon sang. Will we ever be rid of these damned superstitions? Aegis, would you be so kind as to intercede with the bishop? Perhaps you will be able to make him change his mind. Ja, ich kann es probieren, ne? Jetzt kann ich ihn aber nochmal was fragen. Was denn? Were you able to speak with Monseigneur de la Fare? No. Was ist das hier? Armor de Fer? I must. Überspringen wir den Scheiß hier. Den Armor de Fer in den Tuillerien untersuchen. Den muss ich auch noch um Rat fragen. Aegis, a word, s'il vous plaît. My respects, Monseigneur. I didn't expect to see you again so soon. We missed you when we had to leave our shelter at Place. The path that led us to this convent was not an easy one, believe me. Ja, okay. Die Beichte. Monseigneur, I would like to talk to you about your recent meeting with the Marquis de Mirabeau. What has gotten into all of you? This has gone on long enough. I will say it one last time and pray that they will finally leave me alone. Nothing and no one will make me violate the secrecy of his confession. Have I made myself clear? Perfectly clear, Monseigneur. Ja, okay. Dann, wo ist er jetzt hin? Wo ist Mirabeau? Der ist gegangen. Okay. Blöd gelaufen, ha? Ja, dann müssen wir halt in ein anderes Gebiet gehen. Dann ist das halt so. Ja, hier habe ich nur noch Charaktere, okay. In der Bastille sind gar keine. Lassite, den Place de Dauphin untersuchen. Hier ist Thuria, den Panzerschrank untersuchen. Und der Comte de Mirabeau ist auch da. Dann reisen wir dahin. Mal gucken, was uns da so erwartet. Wenn es denn laden würde. Hallo? Geht doch. Here I am at an impasse. Should I go to the Tuileries to examine the safe? There may be a way to force it open. I could also go back to Les Invalides and search the area of the church where Madame Necker was last seen. Warte mal. Hier kann ich doch sicher durchlaufen.
Nee, ist wieder geschlossen, die Tür. Oh je. Naja. Wo muss ich denn durchgehen? Ach, Herr Jemine. Na komm. Na gut. Alchemiekapseln. Ach du Scheiße. Komm mal her hier. Und hör mal auf auszuweichen. Jetzt aber. Da haben wir ihn doch. Oh, hat mich nicht getroffen, okay? Komm, ein Hit noch. Wunderbar. Alchemiekapseln, wunderbar. Guck mal, da ist noch einer. Ach, je. Ja, da brauche ich eine Ölbürette, ha? Dann erledigen wir den hier noch. Na komm. Also, ich habe keine Brandgranaten mehr. Das ist natürlich doof. Soll ich die Lähmgranaten nehmen? Oder einfach die verbesserten? Na, wir nehmen einfach die verbesserten Brandgranaten. Dann schön hier durchgehen. Ja, das wird blockiert sein. Sind es plötzlich wieder 123 Meter, ha? Na, der hat mich getroffen? So, jetzt lass mich mal den Kollegen da treffen, bitte. Ölbürette. So, erledige den mal. Der nervt. Danke. Na komm. Sehr gut. Komm, einen Schlag noch. Und dann haben wir ihn. Und jetzt sind wir wieder auf den obligatorischen 240 Alchemiekapseln. Guck mal, ne Westerlin, das ist doch schön. Also. Kann ich hier die Tür öffnen? Wahrscheinlich nicht, nee. Jetzt muss ich, ah, shit, okay. Na komm. Hau drauf da. Sehr gut. Einmal noch, komm. Und erledigt. Was haben wir hier noch so? Oh shit. Ja, das war nicht gut. Das war sehr gut. Okay. Ölbürette. Oh, guck mal. Was? Ja. Ungefähr 3/4 meiner HP kann das Ding wiederherstellen. Das ist eigentlich sehr, sehr ordentlich. Gehen wir mal hier durch. So. Na, guck mal. Komm, erledige die Dinger. Das sind ja keine Gegner. Dann, kann ich... Ah ja, guck mal, ich kann das kaputt machen. Sehr gut. Der Palais du Tuileries. Da ist wieder so ein schlechter. Soll er nur kommen. Hoppala. Sehr gut. Shit, ich seh nix. Und erledigt. Gusseisen und Alchemiekapseln. Na, oh, ich wollte eigentlich den Kompass nehmen. Ja, scheiße.
Jetzt habe ich halt nur noch 2 Ölbiretten. Okay. Ach je. Sehr gut. Komm, schlag zu. Sonst mache ich's. Alright. Westerlin ist, oh, warte mal, hier kann ich noch durch. Der Jardin du Louvre. Nee, ich geh jetzt da nicht eine Westerlin suchen. Geh da lieber rein ins Gebäude. Oh, warte. 11 Alchemiekapseln. Sehr schön. Ich muss ein Stockwerk nach oben. Oh, Item. Essenz eines edlen Geistes. Ja, geht besser, aber ich nehme alles mit, was ich brauchen kann. Hier drin ist das. Ja, guck mal. Sehr gut. Und ein Schlag noch und erledigt. Hier drin müsste er sein, der Schrank. Ah, nach oben, okay. Oh shit, gar nicht gesehen. Gut geblockt hat er, das muss man ihm lassen. Da nehme ich mal eine Fiole mit reinem Öl. Wow. Jetzt ist das Spiel abgestürzt. Also das hatte ich jetzt noch nie. Dass mir einfach mal so schnell das Spiel abgestürzt ist. Tja, ich hoffe, ich muss jetzt... Wahrscheinlich muss ich ab der Westerlin alles nochmal machen. Das kann natürlich sein. Ja. Ab der Westerlin wird's sein. Na komm. Ah ne, guck mal, sogar vor dem Gebäude stehe ich. Dann geht's. Dann muss ich ja nicht viel nachholen. Gehen wir wieder hier rein. Hier drin war noch ein Item. Und dann hoch. Und dann ist der Kollege mit dem Schwert hier am Warten. Na komm. Aua. Oh je, Mine. Ja, ich brauche eine Ölbirette. Perfekt. Komm, ein Schlag noch. Wunderbar. So, dann gehen wir wieder hier rein. Nehmen das Item, erledigen den hier. Und dann hoch da. Und jetzt ist es nicht abgestürzt. Das ist super. Ich hatte schon Angst, dass es ein Bug sein könnte. Dem ist aber nicht so, zum guten Glück. Was ist los? Oh shit. Okay. Na komm. Erledige das Ding. Warte mal. Ja, nimm die Ölbirette. Lieber auf Nummer sicher gehen. Sehr schön. Alchemiekapsel. Pflasterstein, ja wow. Der Amtssitz des Königs. Okay. Ein an den König gerichteter Brief. Noch eine wunderbare Truhe. Oh, guck mal, ich habe wieder ein Level-Up. Das ist sehr gut. Kutschenmarke. Für was ist das denn?
Eine Kutschenmarke. Was ist das? Dieses Objekt löst eine vorangestellte zum Transportmittel. Ah, okay, da. Ah, okay. Das ist aber nice. Vor allem verliert man seinen Anima nicht. Was dann doch sehr, sehr wichtig ist. Guck mal die Maschine an, ey. Das wird ein Echo sein? The lock wasn't Nee. forced. Whoever opened it had the key. Monsieur Necker's bonds are still there. There's something engraved on it. H.G. Riquetti. Comte de Mirabeau. Now there's a surprise. The scoundrel. I can't wait to hear what he has to say about this. Ja, Whoever broke okay. into this safe left behind the most valuable thing in it. This doesn't make sense. Ja, dann nimm mal diese Kutschenmarke und benutze das Ding. So. Jetzt sind wir beim Quai du Louvre. Warte, ich schaue erstmal noch in die Boutique. Wegen Modulen. Ist hier ein neues drin? Nee. Schade. Naja, egal. Verbesserungen. Was verbessern wir? Die Konstruktion für ein bisschen mehr Panzerung? Oder nochmal die Resistenzen? Nee, komm, scheiß drauf. Der Schaden. Der muss hoch. Gut, dann müssen wir wahrscheinlich wieder zum Quartier du Luxembourg. Genau. Und dann bringen wir die News dahin. Wenn es einen Laden würde, wieder einmal. Wunderbar. Dann ab ins Hauptquartier. Na, mein Freund, Jacques Necker. Citoyen Necker. Pardon me, madame. Eh bien, do you come bearing good news? Nee, Your wife. keine Hoffnung. Alas, my search was in vain. You were right. Your wife could not have survived the massacre. Yes. Of course I knew it. It all ends here then. It is finished. What will I do with the bonds? I don't know. You can burn them for all I care. No one would kill each other over ashes, would they? Enough blood has been shed. Please, leave me now. Silence and darkness. That's all that I need. Minister Necker has given his bonds to me. Mon Dieu. This sum is nearly impossible to comprehend. I spoke with Monsieur Lavoisier in the first days of the Estates General. As director of the Caisse des Comptes, he estimates that these bonds currently represent 1/5 of the kingdom's treasury. Wealth that the king squanders for his personal benefit according to his whims. Ma foi. Monsieur Necker certainly has been very generous to his adoptive country. I'm afraid you are mistaken. Monsieur Lavoisier claimed that this loan was granted at an exorbitant rate. Whatever his fondness for the nation, Monsieur Necker never lost his business sense. Eh bien, messieurs, to what use shall we employ this boonful fortune? If I could spend it, I'd do everything I could to return to the people their confiscated freedom. To begin, I would get them the bread they so sorely need. It is only after the scourge of famine has been vanquished that armed patriots might then be able to rise up against despotism. And where will you find wheat, Robespierre? Will you steal it from under the noses of the automats who have sworn to destroy the human race? As for arming the people, this is another one of your delusions. How could your ragged pack of wretches win any sort of battle that'd be unable to lift a sword? When you insult the people, you insult me, Monsieur de Lafayette. I am not insulting anyone, Robespierre. But I happen to know what it takes to fight. Unlike you. Monsieur,
I was but a lad of 15 when I took up arms, and everyone here knows my role in the liberation of America from British rule. If you allow me to dispose of these bonds, I will found an army that will annihilate the Clockwork King's diabolical machines. As soon as I have the opportunity to leave Paris, I will rally the officers and troops that are stationed in the provinces. Then, I will call for a mass uprising. I will have more than enough money to pay their wages and procure the weapons we need. And you will have obedient troops at your beck and call, ready to repress anyone who challenges your power. These troops will only serve the will of the people. I swear it. Are you sure that the king has spared the rest of the kingdom, Monsieur le Marquis? I am almost certain of it, mon père. Despite all of his resources, the king does not have enough manpower to occupy all the garrisons in the country. Aegis, no member of this assembly can force your hand. The choice is yours. To whom will you entrust Monsieur Necker's bonds? Ja, ich vertraue Lafayette nicht, daher nehme ich Robespierre. Maximilien de Robespierre. I have chosen to entrust this fortune to you. Very well, madame. I promise that I will use it for one purpose only. Freedom for the people and by the people. When a monarch violates the people's most fundamental rights, insurrection is their most sacred and indispensable duty. But we must be wary of warmongers, who claim to defend our happiness. Bon sang, am I the only one who is weary of hearing these tiresome monologues? For they wish only to silence us, and take their own turn at playing tyrant. Congratulations, Aegis. You've chosen a speechifier as Commander-in-Chief. I am sure the king will be delighted to hear this. He need not fear for his throne now. And you, General? Have you raised your sword against our enemy? No, but I have always worked to... Enough! Your words express only desires, no less than those of your rival. You'll agree that the situation requires more than that. The members of this assembly will work together to defeat the Clockwork Tyrant. But you must cooperate and do as I say. Because I, and I alone, will be dealing him the fatal blow. I'd be curious to know what Monsieur Necker would think of this outcome. For that matter, where did he go? Ist abgehauen. Tatsächlich. Die Gäste des Konvents nach Monsieur Necker fragen. Dann fragen wir dich mal zuerst. Monsieur Necker received some bad news. He just left the convent despite the danger. Without saying a word, he was headed towards the Théâtre Français. Théâtre Français, okay. Dann, ja, der ist doch bekloppt, der Kollege. Dann suchen wir ihn. Das machen wir aber morgen, ne? Für heute ist erstmal Schluss. Ich bedanke mich beim Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.